Deutsch lernen durch Hören. Frühaufsteher. Laras Wecker klingelt zum 10. Mal. Müde steht sie auf. Schon 10 Uhr? Oh Mann. Eigentlich wollte sie doch heute früh um 7 Uhr zum Gym gehen. Das kann sie jetzt vergessen. Genervt geht sie in die Küche. Ihr Mitbewohner Tim sitzt am Esstisch und trinkt einen Kaffee. »Morgen«, sagt er gut gelaunt. »Morgen«, murmelt Lara. »Was ist denn los?«, fragt Tim. »Ich habe schon wieder verschlafen. Ich wollte eigentlich früh aufstehen, aber ich schaffe es einfach nicht«, erklärt Lara traurig. Tim nickt langsam. »Seit wann bist du denn wach?«, fragt Lara ihn. »Seit 6 Uhr morgens.« Lara ist überrascht. »Ich wusste gar nicht, dass du ein Frühaufsteher bist«, sagt sie. Lara setzt sich auch an den Esstisch und schenkt sich eine Tasse Kaffee ein. »Wie schaffst du es, immer so früh aufzustehen?«, fragt sie Tim. Ich mag die Ruhe am frühen Morgen sehr gerne. Natürlich muss man dafür früher schlafen gehen als du«, sagt Tim. Lara seufzt. »Aber ich bin nun mal eine Nachteule. Ich kann doch nicht früher schlafen gehen.« Tim meint, »Tja, alles kriegst du nicht.« Lara muss lachen. »Stimmt, aber ich wollte trotzdem versuchen, früher aufzustehen. Hast du Tipps?«, fragt sie. Tim überlegt kurz. Dann sagt er, »Erstens schlage ich vor, 1 Stunde früher ins Bett zu gehen als normalerweise, und dann kannst du deinen Wecker 1 Stunde früher stellen. So kannst du dich langsam daran gewöhnen.« Lisa nickt. Das macht Sinn. Zweitens, lege deinen Wecker weit weg von deinem Bett. Dann musst du aufstehen, wenn er klingelt. So bist du sofort auf den Beinen. Und mein letzter Tipp ist, dass du eine Morgenroutine hast, auf die du dich freuen kannst. Kaffee trinken zum Beispiel. Tim trinkt einen kleinen Schluck von seinem Kaffee. Lisa lächelt. »Danke, Tim. Das sind wirklich hilfreiche Tipps, die ich ausprobieren werde. Wer weiß, vielleicht bin ich in 2 Wochen ja auch eine Frühaufsteherin?« Tim und Lisa lachen.